Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ingas Color Art. Ich habe mir diesmal wieder eine große Leinwand ausgesucht. Sie ist 1 Meter auf 1 Meter und habe mir aus 2 Farben, einem dunklen Violett und einem etwas helleren Lila, diese wunderbare Farbe angemischt. Weil ich heute ein abstraktes Bild in der Rakeltechnik erstellen möchte, benötige ich einen komplett farbigen Hintergrund, den ich dann erstmal trocknen lasse, oder ich kann mir auch einen Föhn zu Hilfe nehmen. Als ersten Farbauftrag habe ich mir das Reflex Rosé ausgesucht, da es sich mit meiner Hintergrundfarbe in einer Farbfamilie befindet. Der große Unterschied ist eher der, dass der Hintergrundton ein warmer Farbton ist und bei dem Reflex Rosé handelt es sich eher um einen kühleren Farbton. Da es in der letzten Zeit viele Kommentare zu dem Werkzeug, welches ich heute benutze, gegeben hat, möchte ich euch nochmal mitteilen, dass es sich um ein selbstgebautes Werkzeug handelt. Ich hatte meinen Vater gebeten, mir ein solches Werkzeug zu bauen, und das hat er dann tatsächlich auch getan. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an meinen Vater. Ich habe vor, die verschiedenen Schichten nicht flächendeckend aufzutragen, sondern immer mal wieder zwischen den einzelnen Farben zu wechseln. Und die Farbe, die ich jetzt auftrage, ist die Metallic-Farbe Gold von Amsterdam Acrylics. Das Zusammenspiel zwischen diesen 3 Farben gefällt mir sehr gut. Trotz der ganzen Harmonie auf dem Bild greife ich zunächst einmal zu einem kühleren Farbton, und zwar ist das ein Hellblau. Es deckt auch im Gegensatz zu den anderen auf der Leinwand befindlichen Farben ziemlich gut, da es auch einen hohen Weißanteil hat. Ich möchte es allerdings nicht flächendeckend auftragen, sondern immer nur vereinzelt an einigen Stellen, und deshalb drehe ich dann auch mal eine Leinwand um 180 Grad, um sozusagen eine Art farblichen Gegenpol aufzubauen. Ich finde es jetzt schon spannend, wie die einzelnen Farben mit dem Hellblau zusammenwirken. Ich habe dort Stellen, wo das Reflex Rosé und das Gold unterhalb des Blaus liegen. Dann hatte ich jetzt gerade eine Stelle, an der an und für sich nur der Untergrund unter dem Blau liegt. Und dann gibt es vereinzelt Stellen, wo entweder das Gold oder nur das Reflex Rosé durchscheint. Und jede dieser Stellen sieht auf ihre Weise anders interessant aus. Die Farbe, mit der ich gerade eine Dreiviertelbahn gerakelt habe, ist das Perlviolett, eine transluzente Farbe, die bei dickerem Auftrag eher weißlich erscheint. Bei näherem Hinsehen hat sie einen perlmuttfarbenen Schimmer, der in diesem Fall leicht violett ist. Es gibt die Perlfarben in verschiedenen Ausführungen, aber mir gefiel der Gedanke, dass dieses Perlviolett Bezug auf meine Hintergrundfarbe nimmt. Da ich diese Farbe als Zwischenschicht einsetze,
trage ich sie nur sehr dünn auf, dafür aber auf eine größere Fläche gemessen an den bisher aufgetragenen anderen Farben. Die Farbe, die ich jetzt auftrage, dieser wunderbare lilafarbene Ton, der auch deckend ist, ist Teil meiner Hintergrundfarbe und wird das Bild jetzt zum ersten Mal richtig verwandeln. In dieser Einstellung kann man sehr gut sehen, was eine dunkle Farbe mit darunterliegenden Farbschichten macht und was im Kontrast dazu eine helle Farbe mit darunterliegenden Farben macht. Bei einer dunklen Farbe treten die darunterliegenden Schichten viel deutlicher in den Vordergrund und bei einer hellen Farbe überstrahlt diese im Normalfall darunterliegende Farbschichten. Ich habe bei dieser Farbe auch darauf geachtet, das Himmelblau etwas in den Hintergrund zu nehmen, indem ich größere Farbflächen mit dem lilafarbenen Ton aufgetragen habe. Der Bereich, der jetzt gerade nach unten gedreht wird, hat eine himmelblaue Stelle mit großen lilanen Bereichen. Und das ist auch die, die ich jetzt nochmal erreichen werde. Ich rakel also ausgehend von dieser Stelle nochmal eine halbe Bahn bis zur Kante, um das helle Blau an der Stelle weiter zum Leuchten zu bringen. Nachdem das Bild auf einer großen Fläche dunkler geworden ist, wechsle ich jetzt zu einer hellen und leuchtenden Farbe, die allerdings mit den meisten Farben auf diesem Bild in Kontrast steht. Es ist das helle Olivgrün, welches teilweise Inseln bilden soll. Ich gehe aber davon aus, und so wird es auch kommen, dass es gerade mit dem Lila zu Farbschlieren kommen wird. Und da Lila aus Blau und Rot im weitesten Sinne besteht, wird vermutungsweise auch die Sättigung, also die Leuchtkraft einer Farbe, im Zusammenspiel mit dem lila Farbton abnehmen. Ich trage das Grün allerdings nicht flächendeckend auf, sondern nur partiell und wechsle dann nochmal zur Metallic-Farbe Gold, die aber hier in diesem Zusammenspiel zunächst keine Chance hat, weshalb ich dann nochmal auf eine andere Farbe wechsle. Hat jemand schon eine Idee, um welche Farbe es sich vielleicht handeln könnte? Es ist auch wieder eine Perlfarbe, allerdings nicht das Perlviolett, sondern das Perlgrün, mit dem ich jetzt anfangen werde, Details zu rakeln. Das wird anfangs aufgrund der Größe der Leinwand natürlich etwas großflächiger ausfallen, aber nach und nach dann doch kleinteiliger werden. Dort in der Mitte links auf 9 Uhr gibt es eine Struktur, die mir richtig gut gefällt. Das ist der Bereich, wo das Reflex Rosé noch durchscheint. Das ist in jedem Fall ein Bereich, den ich unbedingt so erhalten möchte und über den ich nach Möglichkeit nicht mehr rakeln werde.
Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat für mich festgestanden, dass das Perlgrün die letzte oberste Schicht auf diesem Bild sein wird und dass ich jetzt gucken möchte, dass möglichst viel von den Farben, die da drunter liegen, sich oben zeigen und werde deshalb jetzt ganz vorsichtig nochmal über ein paar Bereiche rakeln. Jetzt sind gerade ein paar Farbschlieren entstanden, die ich in diesem Bereich jedoch sehr gut finde, weil sie dem Bild eine wunderbare Bewegung zaubern. Die Bereiche werden immer kleinteiliger und ich suche mir noch ein paar Ecken aus, bei denen ich der Meinung bin, dass da noch etwas Farbe fehlt, ohne zu viel auftragen zu wollen und vor allen Dingen darauf zu achten, dass nach wie vor möglichst viele der unteren Schichten oben noch sichtbar sind. Dann schauen wir uns das Bild im nassen Zustand einmal etwas näher an. Ich bin nämlich der Meinung, dass es fertig ist. Und vielleicht kann man jetzt auch verstehen, warum ich anstelle eines Weiß oder eines Titanbarfell zum Perlgrün gegriffen habe. Ich finde es wunderbar, dass ich es geschafft habe, dass man tatsächlich bis auf den Hintergrund durchgucken kann und dass jede der einzelnen aufgetragenen Schichten auch noch zu sehen ist. Im getrockneten Zustand sind die Acrylfarben wie immer etwas dunkler, aber jetzt kann man auch ganz wunderbar sehen, was für ein Glanz und Schimmer die Metallic-Farbe Gold und die beiden Perlfarben mit auf dieses Bild bringen. Den Bereich, den wir uns gerade angeschaut haben, finde ich noch immer ganz wunderbar. Das ist der Bereich, wo das Reflexrosé in diesen Rippeln zum Vorschein kommt. Man konnte es gerade schon ein bisschen sehen, der Rand ist übrigens in der Hintergrundfarbe gestaltet. Dann zeige ich euch einmal gerne, wie das Bild aussieht, wenn es bei mir an der Wand hängt und mit einem anderen Licht angestrahlt wird, als das im Atelier der Fall ist. Ich habe hier Inseln, ich habe positive und negative Inseln, ich habe teilweise Farbschlieren, ich habe Bereiche, in denen helle Farben hervorleuchten, ich habe die Metallic- und Perlfarben, die ihrerseits sehr glänzend sind und dann habe ich natürlich diesen wunderbaren Bereich mit dem Reflexrosé, der in diesem Bild auch für etwas Spannung sorgt.
Falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Ich freue mich auch sehr über Kommentare zu diesem Video und zu diesem Bild. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche Sonntagabend um 19:45 Uhr hier auf dem Kanal wieder treffen. Hab noch eine schöne Zeit.